Du nimmst deine Stimme auf und bist mit dem Endergebnis nicht zufrieden? Keine Sorge, ich zeige dir, wie du mit dem kostenlosen Programm Audacity und einigen wenigen Handgriffen deine perfekte Tonstudio-Stimme hinbekommst. Hallo ihr Technikbegeisterten, hier ist David, herzlich willkommen bei Multimedia Toolkit. Das letzte Stimme verbessern Video ist schon ein wenig angestaubt und auch in Audacity hat sich einiges verändert. Also bleib unbedingt dran, jetzt verbessern wir deine Stimme. Lass bitte einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Solltest du eine Frage haben, dann nutze die Kommentarfunktion. Jetzt geht es los. Ziel des heutigen Videos ist es, mehr aus deiner Stimme herauszuholen. Wir nutzen dafür das kostenlose Programm Audacity und legen jetzt los. Wir werden als allererstes unsere Sprachaufnahme benötigen. Diese zeichne ich jetzt auf. Mit dieser Sprachaufnahme werden wir sehen, was man mit Audacity aus deiner Stimme herausholen kann. Okay. Unsere Aufzeichnung ist im Kasten. Wichtig ist es, am Anfang und oder am Ende etwas Stille in Anführungsstrichen mit aufzuzeichnen. Das werden wir benötigen, um gleich unser Grundrauschen loszuwerden. Das Grundrauschen hört sich wie folgt an. Mit dieser Sprachaufnahme werden das klingt nicht gut, deswegen werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir es loswerden. Zu diesem Zweck werden wir jetzt einmal diesen stillen Bereich markieren, klicken auf Effekte, Rauschverminderung und Rauschprofil ermitteln. Mit dem Rauschprofil ermitteln analysiert Audacity den stillen Bereich und findet so heraus, wie unser Grundrauschen klingt. So, nachdem wir das gemacht haben, mit einem Doppelklick den kompletten Track markieren. Wir gehen wieder auf Effekte, Rauschverminderung und klicken mit den Standardeinstellungen, die sind soweit gut, auf OK. Gut, jetzt haben wir das Grundrauschen entfernt und wir hören uns an, wie die Aufnahme jetzt klingt. Mit dieser Sprachaufnahme werden wir sehen, gut, das würde ich sagen, ist schon mal ein Schritt nach vorne. Wir sind das Grundrauschen jetzt los. Okay, wir werden uns als nächstes um den Equalizer kümmern. Dazu muss einmal der Track komplett markiert werden. Wir machen das mit einem Doppelklick. Jetzt gehen wir auf Effekte und Filterkurve. So sieht das Ganze standardmäßig aus. Wie funktioniert das? Man setzt dort Punkte und kann mit diesen Punkten die Frequenzbereiche anheben oder senken. Das ist eigentlich alles. Ja? Wenn ihr einen Punkt gesetzt habt, den ihr nicht mehr haben wollt, dann müsst ihr den einmal links klicken, halten und aus dem Bereich ziehen. Somit verschwindet das Ganze. Okay, ich habe hier schon mal ein kleines Preset gemacht und werde euch erläutern, wie ich das gemacht habe, warum ich das gemacht habe. Eins vorab, es ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss und es ist auf meine Stimme gemünzt. Das bedeutet, ihr müsst unter Umständen halt die Einstellungen eurer Stimme anpassen. Okay, als allererstes habe ich hier den Low-Cut-Filter gesetzt. Mit dem Low-Cut-Filter werden die niedrigen Frequenzen herausgeschnitten. Das sind bei Männern die Frequenzen 0 bis 80 Hertz und bei Frauen 0 bis 100 Hertz. In diesem Bereich haben wir wirklich nur basslastige Töne, die mit der Stimme nichts zu tun haben. Das Ganze wird dann hier gesetzt. Als nächstes habe ich hier diesen Bereich um 3 Dezibel angehoben. Der ist dafür verantwortlich, dass die Stimme etwas wärmer wirkt. Das ist der Bereich von 100 bis 150 Hertz bei Männern und 100 bis 200 Hertz bei Frauen. Bei 500 Hertz habe ich das Ganze um 3 Dezibel gesenkt. In diesem Bereich kann man die Stimme hervorheben. Jetzt haben wir eine Absenkung um 3 Dezibel bei 800 Hertz. Dort werden die nasalen Bereiche aus der Stimme etwas gesenkt.
Das Ganze habe ich dann angehoben im Bereich von 3 bis 5 Kilohertz. Dadurch wird die Stimme präsenter. Bei 7 Hertz habe ich das Ganze nochmal gesenkt auf ca. -5 Dezibel. Dadurch kann man die S-Laute etwas mindern. Der beste Schutz vor diesen Plosiven ist natürlich Sprachtraining und ein Popfilter am Mikrofon. Nichtsdestotrotz kann das Ganze am Equalizer hier auch noch etwas gefiltert werden. Den Bereich von 10 bis 16 Kilohertz habe ich angehoben, hier auch um 3 Dezibel. Dadurch wirkt die Stimme etwas klarer. Das sind so die Einstellungen, die ich benutze. Wie gesagt, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es für jede Stimme natürlich eine eigene Einstellung. Das müsst ihr dann selber herausfinden. Nachdem der Equalizer jetzt so eingestellt ist, wie wir ihn gerne haben möchten, müssen wir das Ganze noch einmal mit OK bestätigen und haben ihn jetzt auf unsere Tonspur angewandt. Als nächstes klicken wir auf Effekte und wählen den Kompressor aus. Was macht der Kompressor? Der Kompressor macht die leisen Bereiche der Tonspur lauter und sorgt dafür, dass das Ganze gleichmäßiger klingt. Die Unterschiede zwischen den lauten und leisen Bereichen werden verkleinert. Die Einstellungen sind soweit okay. Achtet darauf, dass das Verhältnis nicht zu hoch ist. Ich habe die besten Erfahrungen mit einem Verhältnis von 4:1 gemacht. Wir klicken auf OK und haben jetzt den Kompressor angewandt. Wir haben hier einen Bereich, der übersteuert ist. Das macht aber nichts. Wir werden uns als nächstes um den Normalizer kümmern und das Ganze dann gerade ziehen. Das Ganze finden wir unter Effekt, Normalisieren. Mit dem Normalisieren können wir einen Grenzwert setzen. Ich habe mich hier für -6 Dezibel entschieden. Dieser bewirkt dann, dass die Tonspur nicht über die Lautstärke von -6 Dezibel hinausgeht. Der zweite Anwendungsfall ist, wenn wir mehrere Tonspuren haben, die mit einer unterschiedlichen Lautstärke aufgenommen wurden, können wir mit dem Normalisieren das bewirken, dass diese anschließend alle die gleiche Lautstärke haben. Wir übernehmen das Ganze mit OK und haben jetzt unsere Tonspur normalisiert. Gut, das war es auch schon. Jetzt können wir uns einmal anhören, wie das Ganze nach der Bearbeitung klingt. Zum Vergleich werde ich jetzt die unbearbeitete Tonspur einmal reinziehen und ich spiele das einmal ab und werde dann umswitchen zwischen den einzelnen Spuren. Mit dieser Sprachaufnahme werden wir sehen, was man mit Audacity aus deiner Stimme herausholen kann. Mit dieser Sprachaufnahme werden wir sehen, was man mit Audacity aus deiner Stimme herausholen kann. Mit dieser Sprachaufnahme werden wir sehen, was man mit Audacity aus deiner Stimme herausholen kann. So, unser Werk ist vollbracht. Ich sage einmal, der Unterschied ist deutlich zu hören. Die von uns bearbeitete Tonspur klingt auf jeden Fall deutlich besser. Wie du siehst, ist eine schlecht klingende Stimme nicht dein Schicksal. Es ist sogar einfach, diese zu verbessern. Alles, was du dazu benötigst, ist Audacity, etwas Zeit und dieses Videotutorial. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch viel Spaß und gute Unterhaltung. Doch bevor du dich auf das nächste Video stürzt, abonniere diesen Kanal und lass ein Like da. Solltest du eine Frage haben, dann nutze die Kommentarfunktion. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein David von Multimedia Toolkit.